Herzlich willkommen. Jetzt startet die erste Antwortrunde beim Buschfunk. Schön, dass Sie da sind und vielen Dank für Ihre ganzen Fragen. Es geht das ab, was sein muss. Natürlich würden wir lieber Präsenzunterricht machen, natürlich würden wir lieber alles so machen wie immer, aber das geht nun mal nicht. Also, wenn Sie fragen, was geht ab, dann kann ich nur sagen, im Moment versuchen wir in einem Mix aus möglichst viel Präsenz, aber mit erhöhter Vorsicht und gleichzeitig viel Digitalunterricht die Hochschule am Laufen zu halten. Ich fange mal mit dem an, was mir am wenigsten Spaß macht. Ich hatte nicht damit gerechnet, als ich Präsident geworden bin oder mich zur Wahl gestellt habe, dass ich ein Gesundheitsamt aufbauen muss und eine Virusepidemie, Pandemie bewältigen muss. Den Teil mag ich nicht wirklich gern. Das, was wirklich Spaß macht am Amt des Präsidenten, und das ist auch der Grund, warum ich mich irgendwann mal vor vielen Monaten zur Wahl gestellt habe, ist, man kann Dinge gestalten. Ich darf Dinge gestalten. Häufig übrigens nicht selber, sondern eher dafür sorgen, dass andere die Spielräume haben, Dinge zu gestalten. Das hat eine sehr hohe Bandbreite. Wir dürfen Spielräume zum Beispiel für Friday for Future, also eher eine studentische Initiative, schaffen. Wir können für die Lehrenden Freiräume schaffen. Derzeit übrigens sehr viele Digitalisierungsspielräume, gar nicht so schlecht für einen Informatiker als Präsidenten. Auch in der Verwaltung können wir Dinge bewegen und das macht enorm Spaß, vor allem wenn ich sehe, dass Dinge tatsächlich vorangehen. Übrigens nicht immer so, wie ich es mir vielleicht selber wünschen würde im Detail, aber die Richtung stimmt. Wir werden als Hochschule insgesamt, glaube ich, moderner, flexibler, großstädtischer, bunter und das macht Riesenspaß. Ich weiß natürlich, dass die Corona-Krise auch dazu führt, dass viele von Ihnen in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Die Praktika können nicht so abgehalten werden, wie sie wollen. Teilweise laufen die Firmen, in denen sie vielleicht jobben, nicht so gut oder Zahlungen werden verzögert etc. etc. Das ist uns sehr bewusst. Und wenn wir könnten, würden wir natürlich jedem von Ihnen ein Stipendium geben. Aber Ihnen ist klar, bei 14.000 Studierenden wird das nicht gehen. Und deshalb sind wir hier sehr stark darauf angewiesen, dass der Bund Hilfen zur Verfügung stellt. Im Sommer hat er das ja auch vergleichsweise unbürokratisch hinbekommen. Leider ist das Programm zum Beginn des Wintersemesters ausgelaufen, aber wir arbeiten alle darauf hin, auch ich persönlich, dass der Bund dieses Programm möglichst schnell wieder ans Laufen bringt und ich hoffe, dass es in Kürze der Fall sein wird.